Wir sitzen gerade hier, haben noch 40 Minuten Zeit, haben keine Übernachtung für heute Nacht. Und wie gesagt, es gibt kein Booking. Airbnb gibt es jetzt nur noch irgendwelche kleinen Löcher. Bin ich gespannt, wo wir landen heute. Mann, das ist auch ein Abenteuer. Ja, das ist ja, sowas wollten wir ja auch, so ein Abenteuer, wo man Toll, morgens ich nicht freu mich. weiß, wo man abends schläft. Ja, und wo man bei 40 Grad in der Stadt rumfahren kann, ziellos und planlos. Geil. Nada. Niente. So, das passiert ja so quasi jeden Tag. Kein Licht, keine Klimaanlage, nichts. Wir sind über 40 Grad in unserem Wechsler. Schade. Und wie schmecken die? Natural. Nach nichts, ne? Ich finde die lecker. Ja, ist ein Stromaggregat irgendwie, aber nicht für unser Haus hier, für unsere Wohnung. Bitter. Hier treffen der blaue und der weiße Nil zusammen. Ja, wir sind in Khartoum, Hauptstadt des Sudan. Ihr denkt euch jetzt natürlich, was soll denn das? Wo ist denn der Boggy? Wir haben uns mal in 5-Sterne-Hotel eingebucht. Kuschelig. Und zwar aus einem Grund. Wir müssten rausfinden, wie es weitergeht. Wir haben gerade mal wieder einen Tiefpunkt erreicht unserer Reise. Der nächste Stopp wäre eigentlich schon längst Äthiopien gewesen. Leider hat Äthiopien entschieden, dass man nur per Flugzeug einreisen darf und die Landesgrenze zu ist. Deswegen brauchen wir jetzt schnelles Internet und überlegen uns mal, was unsere Optionen sind. Da unten ist ein Hirte, der hütet Schafe auf der Insel. Kurz nochmal so die Situation. Wir befinden uns im Sudan. Man könnte jetzt ja sagen, ey, cool, ihr seid stuck, ist doch in Ordnung. Genießt doch das Land. Ja, leider sind wir in einem Land stuck, wo Genießen schwierig ist. Es hat tagsüber 40 Grad, das komplette Land ist eine Wüste. Und 2 Wochen hier abzuhängen, kommt auch mit anderen Problemen noch. Erstens gibt es hier kein Geld. Die ATMs funktionieren nicht für uns. Umwechslungskurs muss man am Schwarzmarkt Geld besorgen. Es gibt kein Diesel, so wirklich. Man kann über Booking.com kein Hotel hier buchen. Wir haben das Hotel über einen Kontakt bekommen. Airbnb gibt es auch nichts. Deswegen ist es hier ganz schwierig. Also eins ist klar, in Khartoum können wir keine lange Zeit verbringen. Jetzt muss es weitergehen. Option 1. Ich habe reingetroffen, dass es nicht gefilmt. Nach Deutschland geht es auf keinen Fall zurück. Das ist kalt, da ist Corona. Nee. Das allergrößte Problem ist, wir haben auch kein Zuhause in Deutschland. Also in meinem Zuhause wohnt einer, du hast keins mehr. Deswegen, ja. Option 2. Rotes Meer, Sudan. Oh, das bleibt auf dem Tisch. Wir würden im Sudan bleiben. Wir würden Richtung Rotes Meer fahren. Das sind 700 Kilometer. Schön durch die Wüste. Wir wissen nicht, ob es Tankstellen gibt. Wir wissen nicht, ob unser Geld reicht. Abwartetaktik, ob Äthiopien seine Grenzen aufmacht. Was ich Rotes Meer, aber im Sudan auch nicht vorstellen wie Rotes Meer Ägypten. Das ist hier ein absolut islamisches Land. Das ist nicht, wir fahren da hin und dann machen wir schön Badeurlaub. Nächste Option. Somewhere in Afrika. Die Grundüberlegung dazu ist, dass wir jetzt halt nicht irgendwo anders hinreisen und dann nicht mehr hierher kommen. Die Frage ist, in welches Land wollen wir gehen? Wo kommen wir überhaupt rein? Wenn wir aus Sudan rausgehen, brauchen wir wieder ein Visum, um reinzukommen. Das kostet halt einen Arsch voll Geld. Und wo wäre das? Tansania? Regen. Namibia? Arschteuer. Den Boggy würden wir natürlich hier lassen dann und hoffen, dass wir wieder einreisen können. Nicht nur wegen Visum, auch wegen Corona. Who knows? Was haben wir noch? Ja, wie ihr seht, sind wir gerade irgendwie total lost, weil Corona ist auf der einen Seite total spannend, weil wir einfach gar nichts planen können. Wir wissen einfach gar nicht, was passiert. Was ist, wenn alles sich weiter immer mehr in Lockdown entwickelt und wir gar nirgendwo mehr hinkommen? Das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir wollten, aber das, was wir wollen, steht gerade ganz weit unten. Man erinnert sich ja noch an die Ursprungskriterien, die wir mal festgelegt haben für diese Reise, ne? Nur 2 Regeln. So wenig Kleidung wie möglich tragen. Das ist doch kein Swingerclub. Ja, das wäre gar keine Kleidung.
Ich weiß nicht, was du von mir willst. Hit, Wärme und irgendwas hatten wir doch. Ja, also so wenig Kleidung wie möglich tragen ist ja wohl Wärme. Mein Gott. Was ist die zweite Regel? Es gab Wärme und irgendwas anderes. Corona gibt's nicht. Abenteuer. So wenig Kleidung wie möglich, so viel Abenteuer wie möglich. So wenig Kleidung wie möglich haben wir hier natürlich. Im Sudan. Abenteuer ist schwierig. Ja, ist ein bisschen tricky gerade. Und eigentlich wollen wir ja unbedingt mit dem Boggy unser Abenteuer haben, aber das ist... Ich will. Gerade das Grundproblem, was wir jetzt haben, wir müssen innerhalb von 40 Minuten müssen wir aus diesem Hotelzimmer ausziehen. Ja, und wir haben gestern Airbnb gebucht, haben uns gedacht, gut, wir probieren es mal mit dem Airbnb, buchen was Schönes. Schönes mal in Anführungszeichen. Wache ich heute Morgen auf, habe ich eine Nachricht. Very sorry, Airbnb is already booked till mid of November. Wir sitzen gerade hier, haben noch 40 Minuten Zeit, haben keine Übernachtung für heute Nacht. Und wie gesagt, es gibt kein Booking. Airbnb gibt es jetzt nur noch irgendwelche kleinen Löcher. Bin ich gespannt, wo wir landen heute. Und das ist auch ein Abenteuer. Ja, das ist ja, sowas wollten wir ja auch, so ein Abenteuer, Toll, wo man morgens ich freu nicht weiß, mich. wo man abends schläft. Ja, und wo man bei 40 Grad in der Stadt rumfahren kann, ziellos und planlos. Geil. Da ist jetzt beim Duschen gerade noch was eingefallen. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Die richtige Abenteurer-Variante. Für Leute, die es wissen wollen. Wir haben nämlich für unterschiedliche Aussagen bekommen. Wir haben die deutsche Botschaft in Äthiopien angeschrieben. Die haben gesagt, ihnen ist nicht bekannt, dass die Landesgrenze zu sein soll. Wir könnten jetzt online für ein äthiopisches Visa uns anmelden. Wieso? Kriegen das wahrscheinlich sogar, fahren dann zur Landesgrenze. 500 Kilometer, ein großes Schlagloch, braucht ca. 12 Stunden. Tankstellen, wenn man Glück hat, findet man eine, ziemlich leer durch die Wüste, kommt dort an und dann kann es natürlich sein, dass wir nicht durchkommen. Und dann ist es dort unten menschenleer. Da ist nichts. Aber das ist give it a try. Haben andere schon gemacht, sind gescheitert. Was passiert mit der Karte? Im Hotelzimmer mussten wir jetzt ausziehen. Wir sind bei unserer Werkstatt vorbeigefahren und der Kollege von der Werkstatt war so nett und hat uns eingeladen zu sich nach Hause. Und da sind wir jetzt. Hier ist seine Wohnung, das ist sein Haus. Ja, und hier werden wir die Nacht heute verbringen. Es geht natürlich nicht ohne Gegenleistung. Deswegen mal gucken, was die Gegenleistung von der Katharina jetzt da drin ist. Was passiert hier? Deutschstunde. Sehr gut. Deutschstunde. Guck mal. Ja, hier verbringen wir die Nacht. Yes. Partytime. Hättest du jemals gedacht, dass du dich über Licht so freuen kannst? Dass es innerlich so ein wahnsinniges Glücksgefühl ist. Also das ganze Land ist einfach, das ist eine Lesson in Gratitude. Das ist ja immer der Kitsch 3000, aber you don't know what you got until it's gone. Danke, Sudan.